Servus und Hallöchen. Hier das Teil da oben, wartet, das da ist der Grund, warum ich so am Strahlen bin. Man sieht es zwar nicht, weil dieser Windschutz drauf ist, aber es ist nicht mehr die GoPro 4 Silber, sondern die neue GoPro 7 Black. Und jetzt switche ich auch gleich zur GoPro um, damit ihr die Aufnahmen seht. Vielleicht habt ihr es gerade schon gemerkt, es ist ein bisschen windig, das heißt schon mal gleich ein guter Tontest. Ja, warum habe ich mir eine neue GoPro geholt? Erstens, weil meine alte ziemlich hinüber ist. Ich habe einen kleinen Kratzer in der Linse, was ihr wahrscheinlich schon nicht gesehen habt, aber mir fällt es jedes Mal auf, wenn ich am Videoschneiden bin. Dann ist vorne ein Ring von der Linse verloren gegangen, als ich auf der Transost einen Sturz hatte. Das heißt, meine Schutzlinse passt nur noch so halb gut drauf. Ja, alles ein bisschen ätzend. Und weil die neue GoPro den Stabilisator drin hat, diesen Hype-Stabilisator Dingbums, keine Ahnung wie das heißt, irgendwas mit Hype. Ja, und meine Aufnahmen werden immer sehr verwackelt. Mit dem Brustgurt zum Beispiel kann ich gar nicht filmen, das wackelt einfach zu sehr. Und deswegen wird es heute hauptsächlich auch um die Tonqualität gehen und um den Stabilisator, weil ich heute auch nicht so viel Zeit habe und ich wollte euch halt trotzdem auf meine erste Tour mit der GoPro mitnehmen. Deswegen gibt es nur ein paar Abfahrten vom Brustgurt und von der Helmkamera und ein bisschen Gelaber und hier solche Aufnahmen. Genau, ich kann ja hier mal so filmen. Und dann seht ihr gleich, ob es irgendwie wackelig ist. Und ich fahre gerade echt halb betrunken irgendwie. Also es ist halt immer schwer, eine Kamera gerade zu halten und vor allen Dingen anstrengend, weil man sich immer versucht, Mühe zu geben. Und dann sind die Aufnahmen doch irgendwie verwackelt. Aber ja, ich werde jetzt mal ein bisschen weiter strampeln. Und dann sehen wir uns am Trail-Einstieg für die ersten Aufnahmen. Ui, 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 ich bin jetzt auf dem ersten Trail und ja, ich würde sagen, es geht los. Ich bin echt so gespannt auf die Aufnahmen. Schön viel Schotter hier. Oh, da war ein Ast. So. Jetzt habe ich schon wieder irgendwie einen Platz zwischendrin. Ui. Der Trail hier war die ganze Zeit ziemlich trocken. Aber ist immer noch sehr trocken. Das bisschen Fuselregen hat nicht wirklich viel gebracht. Also es rüttelt hier schon ganz ordentlich. Ihr seht ja hoffentlich, dass hier ein paar Wurzeln sind. Das ist jetzt, glaube ich, das erste Mal, dass ich diesen Trail mit meinem neuen Lenker und Vorbau fahre und fühlt sich auf jeden Fall viel besser an. Hier, das ist Roddys kleiner Fall. Hier ist er mal gestürzt. Allerdings war das dann noch ein bisschen tiefer gewesen. Hier geht's weiter. Ich hasse diesen Part, da muss er so viel treten. Ja, ich werde jetzt die Gelegenheit mal nutzen, den Brustgurt anzuziehen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich hoffe, dass das jetzt passt, so mit der Ausrichtung. Ich bin schon ewig lang, wie gesagt, nicht mehr mit dem Brustgurt gefahren, weil das immer so shaky ist. Sorry für die Störgeräusche jetzt wahrscheinlich. Aber ich hoffe, das passt so. Ich glaube, ich bleibe zwischendurch noch mal stehen und guck, wie es ausschaut. Ich werde demnächst auf jeden Fall noch ein ausführlicheres Video drüber machen. Auch mit Außenaufnahmen und sowas und noch ein bisschen auf die Einstellung eingehen. Also keine Sorge.
Oh, ich bin zu langsam. Oh, doch, hat noch gereicht. Ich habe nämlich voll zu viel abgebremst. Wegen dem ganzen Laub. Ich habe nichts gesehen. Ja, ist halt jetzt ein bisschen blöd für die Aufnahmen, dass ihr dann halt dadurch auch weniger seht. Kommt noch so ein kleiner Bomben gerade. Okay, jetzt mich fast hingehauen. Oh, die Sonne kommt raus. Verrückt. So, jetzt werde ich erstmal gucken, ob das passt. Okay, ich weiß nicht, wie ihr es jetzt fandet, die Aufnahme. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Aber ich denke ein bisschen weiter nach oben. So vielleicht. Und ja, jetzt probiere ich es einfach nochmal. Wo geht's lang? Ah, hier. So, ach hier. Mann, ey, ich sehe echt die Einschnitte nicht. Oh, das ist jetzt scheiße, wenn hier alles voller Laub ist. Weil das ist echt ein steiler Pfad. Also wird gleich noch steiler. Und da ist halt einiges drunter versteckt mit Wurzeln und Steinen. Aber jetzt geht's wieder. Hui. Au, Ast. Oh, ja. Ja. Mann, meine Augen haben gerade voll gedreht. Ich habe zum Schluss nichts mehr gesehen. Und voll den Ohrdruck. Hilfe. Ah, alles klar. Ich strampel jetzt nochmal den Berg hoch. Und dann sehen wir uns noch auf dem letzten Trail für heute. Ich könnte eigentlich mal so einen Zeitraffer machen. Weil die GoPro, die hat auch so einen stabilisierten Zeitraffer drin. Ich weiß jetzt wieder nicht genau den Namen. Das heißt, es wird alles sehr schnell abgespielt und das könnte ich jetzt beim Hochfahren einfach mal machen. So, die Hälfte habe ich geschafft. Hier noch eine kleine Aussicht. Und ja, da vorne jetzt weiter in den Wald und dann kommt gleich der nächste Trail. Ja, die Kamera kommt jetzt wieder an den Helm. Und jetzt geht's auf den letzten Trail für heute. Ja, gerade so. Wie ihr seht, ist auch dieser Trail sehr wurzelig. Oh, überall diese Äste heute. Jetzt wird es ein bisschen steiler und irgendwie auch dunkler. Mitten am Tag. Hui. Ah, Kette ist runter. Nee, doch, ist wieder drin. Okay, jetzt ist hier ein bisschen mehr Laub. Oben war es besser. Jetzt kommt gleich so eine scharfe S-Kurve. Oder ist das ein S? Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall steil und ein bisschen tricky. Und hier das einzigste Matschloch, meinte ich. Oh, schon wieder Äste. Hier nochmal dreckig machen.
Das ist immer super nervig. Man bleibt auf der kompletten Strecke sauber und dann saugt man sich ein. Ich muss jetzt wieder gucken, wo es reingeht. Hat hier jemand extra eine Markierung gemacht. Ui. Boah, super rutschig, ey. Ui, Straße, aufpassen. Yay. Das war es auch schon mit dem GoPro-Test für heute. Wie gesagt, es folgt noch ein weiterer Test. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, würde ich mich freuen, wenn ihr den Abo-Button drückt und nebendran die Glocke aktiviert, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und ja, ich nehme hier noch so einen ganz kleinen Mini-Trail jetzt mit und dann geht's heim. Also schwingt euch aufs Bike and travel and ride. Bye bye! Wow, was hat sich das gesagt? Ich hab die große gerade im Mund, nur lauter Info. Gucken, ob ich hier runter. Yeah. Oh, Mann!